So, die Hunsrück-Höhenstraße liegt vor uns. Wir sind in Rheinböllen, wo ich ja auch öfter mal hinfahre, wenn wir mal wieder für die Continental fahren. Und hier zeigt sich tatsächlich, das S22 hat eine bessere Empfangsqualität. Und mit dem Xperia hatte ich hier eine ganz miese Qualität. Das ist also doch eine Frage des Handys und nicht des Handytarifes. Hätte ich mal nichts gesagt. So, von den 44 Kilometern ist der größte Teil jetzt Kraftfahrtstraße, wo ich also tatsächlich auch 80 fahren darf, beziehungsweise ich 85 fahre. Ja, und dann kommt aber noch ein Teil, da ist sie nicht ausgebaut. Das war dann immer noch die Bundesstraße 50. Ja, und dann geht es noch irgendwie eine andere Bundesstraße, weil meistens nur als Europastraße bezeichnet. Ja, die ist anfangs da ein bisschen haarig, ein bisschen eng, vor allem nachts. Und dann hat man da sehr häufig dann auch Nebel. Ja, und das macht also überhaupt keinen Spaß, da lang zu fahren. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich muss hier jetzt sowieso fahren. Ich muss bis zur A1 kommen. Weil mit Parkmöglichkeiten ist hier auf der Hunsrück-Höhenstraße nicht so toll. Boah, ich darf eigentlich nur noch eine halbe Stunde fahren. Ja, die Frage ist, schaffen wir das in einer Dreiviertelstunde? Nee, muss ich nicht drauf ankommen lassen. So, wir fahren mal die Hunsrück-Höhenstraße live. Ich habe sie ja einmal bei YouTube drin in 4K. Ja, schöne Aufnahme. Also von der Brücke sieht man da nicht allzu viel. Bin ich in der Gegenrichtung gefahren. Und das Wetter war auch nicht so toll. Obwohl, lässt jetzt auch ein bisschen zu wünschen übrig. War schon schöner heute. Also sollte jetzt hier tatsächlich ein Parkplatz kommen, fahre ich den auch an und mache erstmal meine Pause. Aber ich weiß das jetzt gar nicht so genau. Es könnte durchaus sein, dass hier einer ist. Wenn, ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Es ist noch ziemlich weit hin bis zur A1.
Ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde da bis zu dem Kreisel und von da ist das wirklich noch eine ganze Ecke. Nee, gucken, ob hier ein Parkplatz ist, dann nehme ich den auch und dann mache ich Pause und dann komme ich wieder. Dann fahren wir eben über die Mosel-Hochbrücke nach der Pause. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Ja, hier oben schwächelt es doch ein bisschen. Mal nicht mehr grün. Ist rot. Aber, also kommt noch ein Bild rüber. Wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen grieselig. Ja, das ist jetzt so die Übertragungsrate, die für 720p gut geeignet wäre. Aber ich habe gesagt, wenn sowas dann tatsächlich dazwischen drin vorkommt, kann man zur Not den Stream neu starten. Da ich ja jetzt sowieso nicht mehr lange fahre, sieht mir so nach 3G aus. Ich jetzt im Moment nur 3G habe. Gut, gibt Versatz. Aber wie gesagt, ich fahre ja jetzt nicht mehr lange. Und das Ganze ist auf der Festplatte drauf. Oh, ich sag immer, wenn es am schönsten wird. Zimmern. Oh, da ist ein McDonald's, aber kein Parkplatz für LKWs. Wohl doch Hühnersuppe. Ja, es sieht tatsächlich aus wie 3G, aber gut, solange er nicht abreißt, habe ich es wenigstens in 1080p auf der Festplatte. Erst wenn er zu lange in dem Bereich da rumdümpelt, dann wird auch die Aufnahmequalität auf der Festplatte schlecht. Komischerweise. Na gut, wir fahren die aller Voraussicht nach ja sowieso in 2 Etappen, die Hunsrückhöhenstraße.
Oh, Netz ist wieder da. Wieder normal. Ja, für meine Begriffe ist das ja gar nicht so normal. Es ist ja erst seit das S22 da ist. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß der Versatz geworden ist. Tut mir auch leid. Weil, jetzt ist alles wieder gut. Der baut gerade den Puffer wieder neu auf. Ich weiß ja, dass da in Hahn ein Auto hoch ist, aber ich wollte eigentlich nicht abfahren. Weil das kostet ja Zeit. Nee, für die 45-Minuten-Pause nehme ich eigentlich lieber eine Parkmöglichkeit direkt an der Autobahn. Ich glaube, da ist auch eine. Da ist auch ein Parkplatz irgendwo hier auf diesem Stück. Ja, und Hühnersuppe, naja, eigentlich müsste das hinhauen. Das Wasser erstmal im Wasserkocher zum Kochen bringen. Ja, 300 Watt. Dann in den Wok mit 180 Watt, dann braucht er ja keine großartige Energie mehr. Also das Wasser im Wok zum Kochen zu bringen, dauert recht lange. Wenn es dann erstmal kocht, dann ist gut. Ja, und dann habe ich jetzt auch einen Kontaktgrill. Der funktioniert hervorragend. Da habe ich mir immer überbackene Toast. Ja, was heißt überbacken? Eingebacken. Butter 99? Hallo, was geht? Ja, es ist eigentlich gut. Ich bin gerade auf der Hunsrück-Höhenstraße unterwegs und hier schwächelt das Netz ein wenig. Ich bin jetzt seit 4 Stunden, 10 Minuten am Streamen und bislang hatte es eigentlich gut funktioniert. Nur jetzt hier im Hunsrück. Da schwächelt es ein bisschen. Aber es ist trotzdem eine wunderschöne Strecke. Was merkt man? Dass es mir gut geht oder dass das Internet schwächelt? Ja, wahrscheinlich beides. Ja, bin kurz vor der Pause. Ich muss eigentlich in 20 Minuten Pause machen. Muss jetzt nur sehen, dass ich irgendwo eine Parkmöglichkeit finde. Aber nach der Pause komme ich wieder. Weiter auf der Hunsrück-Höhenstraße über die Mosel-Hochbrücke. Heute sieht man dann auch was davon. Ja, jetzt brauche ich bloß einen Parkplatz. 35 Minuten Zeit habe ich, um Parkplatz zu kriegen. Wenn in diesen 35 Minuten keiner kommt, brauche ich schlechte Karten. Ja, das ist nun mal, ich streame von unterwegs live und da bin ich abhängig von der Infrastruktur, da bin ich abhängig von den Mobilfunknetzen. Naja, manchmal schwächelt es halt ein bisschen. Im Moment.
Auf den VODs ist es nachher nicht so schlimm. Und ich bringe die interessantesten Touren dann eben in hoher Auflösung bei YouTube. Da kann man sich das dann angucken. Den Stream von heute, den werde ich aufteilen in mehrere Abschnitte, weil es einfach zu lang. Ja, ich lasse mir das auch nicht nehmen. Also, es macht Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was davon. Ah, Zell. Hier kommt die Zeller schwarze Katz her. So heißt es doch, nicht? Dieser Wein. Diese Weinsorte. Zeller schwarze Katze oder... Ich glaube, so heißt es. Das war... Als ich Kind war, da war der so richtig beliebt. Das war so ein Innengetränk. Ja, auf jeder Party hat man den gesehen, diesen Wein. Das fand ich immer so lustig, weil ich bin ja gebürtig aus Celle. Ja, und Zeller ist natürlich auch die Bezeichnung für alles, was aus Celle kommt, nicht nur was aus Zell kommt. Und Celle hieß in der beginnenden Neuzeit auch Zell. Auch tatsächlich so geschrieben mit Z. Fürstliche Residenzstadt Zell. Bloß dann kamen die Franzosen, die Hugenotten und Eleanor d'Olbreuse. Ja, dann wurde aus Zell dann ein bisschen an Französisch angelehnt. Celle. Und so heißt es heute. Wenn man dann mal so alte Stiche sieht, da steht das dann also tatsächlich noch so drauf. Mit Z. Ich habe den ganzen Tag heute wunderschönes Wetter gehabt, bis zum Hunsrück. Seit dem Hunsrück haben wir jetzt ein bisschen Wolken, aber es ist eigentlich immer noch Streaming-Wetter. Dadurch auch eine relativ gute Fernsicht. Ja, Google findet im Moment kein GPS. Fällt im Moment als Navigationssoftware aus. Nimmt sich eine Auszeit. Ich bin 1958 geboren. Das war also in den 60er Jahren, als die Zeller schwarze Katz so ein Hype-Getränk war. Habe ich natürlich selber nicht getrunken, da war ich dann noch zu jung. Also kann durchaus sein, dass ich mal Reste genippt habe. Kann ich mir gut vorstellen, ich kenne mich ja. Und ich war ja schon immer so. Aber ja, da weiß ich nicht mehr so genau. Aber mein Gott, das ist so ewig her. Also Bruchstücke, die bleiben natürlich immer haften. Vergisst man auch nicht. So, und da hast du jetzt den Verweis auf meinen YouTube-Kanal, wo du dir die Videos dann in besserer Qualität angucken kannst. Schau mal rein, lohnt sich. Es sind manche gute Sachen dabei. Manche Raritäten,
Bundesstraßenstrecken oder ja, sind auch ein paar Sachen in 4K, was ich im Stream ja nicht machen kann. Twitch lässt ja kein 4K zu. Außerdem würde auch die Internetverbindung kein 4K zu. Nee, beim besten Willen nicht. Das schafft er nicht. Ja, immer noch kein Parkplatz. Aber ich will nicht auf den Autohof. Muss ich nämlich runter von der Autobahn. Was heißt Autobahn? Das ist ja eine Bundesstraße, die B50. Ja, probiert vielleicht doch. Also habe ich doch schon wieder relativ hohen Versatz. Oh, vor uns fährt Tante Google. Äh, denke mal, dass jetzt hier ein Auto für Google Street View ist. Oh, ganz herzlichen Dank für dein Follow. Butter 99. Gehe ich recht in der Annahme, dass du Baujahr 99 bist? Freut mich, dass du jetzt auch mit mir in der Gegend rumfährst. Und immer noch kein Parkplatz. Da ist jetzt Hahn. Und naja, von rechts wegen müsste ich da jetzt abfahren. Um Pause zu machen. Oh ja. Oh. Ja, das ist ein tolles Alter. Aber verjag dich nicht, die Zeit vergeht so schnell, weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber trotzdem ist das natürlich ein Einschnitt, 18. Also mein Bruder ist ja 3 Jahre älter als ich. Ja, und ich bin ein Jahr nach ihm volljährig geworden. Also nicht etwa 3 Jahre, wie es ja eigentlich vom Altersunterschied her sein müsste. Nein, es war damals gerade die Zeit, als das umgestellt wurde mit der Volljährigkeit von 21 auf 18. Na, ich bin schon mit 18 volljährig geworden, mein Bruder erst mit 20. So, bin hier die ganze Zeit am Quasseln und vergesse, dass ich ja jetzt gar nicht mehr so schnell fahren darf. Das ist das, was ich meinte. Dass es sich nicht so unbedingt lohnt, diese 15 Kilometer Abkürzung, weil jetzt eben hier dieser Teil kommt, wo ich nur 60 fahren darf oder fahren dürfte. Wir dürfen vom Chef aus 68 fahren. Das wird auch toleriert. Die werden mir hier auch angezeigt. Und dann kenne ich die Strecke auch. Ja, Butter, ganz herzlichen Dank für dein Follow und ja, bis später. Und freut mich, dass du vorbeigeschaut hast. Dankeschön. Und dir noch einen schönen Tag und frohes Schaffen. Ja, jetzt hat sich Google verabschiedet. Ah. Macht nichts. In der Pause starte ich das dann wieder neu.
und die Sonne kommt wieder. Come around and tell me that you love me so. You take a little love and you say you gotta go. But I know he's waiting for you on the other side of town. Well, I'm a fool to love you, baby. So, das sind jetzt erstmal 10 Kilometer bis zum Kreisel über die zweispurige. Ja, und dann kommt dann noch hinter dem Kreisel der schönere Teil der Hunsrückhöhenstraße. Aber das ist dann auch noch eine ganze Weile. So, schaffen wir die Ampel oder schaffen wir sie nicht? Gleich ist sowieso zu spät. Jo, wir haben sie geschafft. Ja, und dadurch kommt dann auch immer Versatz. Alles klar. Sooner or later, you have to face the truth. Your little white lies can't Ja, ich glaube, jetzt ist auch wieder vorbei. Mit meinem Tablet läuft die Eieruhr. wanna love you Ja, by your Funkloch. little white line. Oh, darling, I'm a fool for you. All your little white lies, they're gonna catch you. Ich weiß nicht, ob er jetzt abgerissen ist. I said your little white lies, they're gonna catch you. Your little white lies, they're gonna catch up with you. Ah, ist schon wieder grün. Hätte ich ja gar nicht so stark verzögern brauchen. Naja, es ist eben halt nun mal so. Ne? Da, wo Deutschland am schönsten ist, haben wir die schlechteste Infrastruktur. Und dadurch ist der Versatz jetzt natürlich wohl wieder größer geworden. Oh, wir sind mal wieder hier so in dem 1000 Kilobit Bereich. Aber er läuft, so wie ich das sehe, immer noch flüssig, trotz der verminderten Bitrate. Oh ja, der Versatz ist schon ganz schön hoch. Jedenfalls bei mir auf dem Tablet. Aber wie gesagt, ich kann da ja nicht auf F5 drücken. Bis da so ganz raus aus dem Programm, das Programm wieder neu starten. Und das mache ich während der Fahrt nicht. Ah, der LKW, der hinter mir war, der mir fast auf der Stoßstange saß, der hatte wohl Anzugsprobleme dahinter der Ampel. Ist jetzt nicht mehr zu sehen hinter mir. Also, es ist natürlich eine herrliche Strecke und es macht für euch mit Sicherheit auch viel mehr Spaß als die doofe Autobahnfahrerei.
Nö, komme ich nicht rauf, da passe ich nicht drunter. Finde ich aber gut, finde ich freundlich von den Ampeln. Sonst habe ich meistens immer das Pech, dass ich hier stehen bleiben muss. Heute sind sie mir gut gesonnen. Oh, da einfach kein Parkplatz kommt, muss ich wohl doch bis zur A1 durchfahren. Mal 20 Minuten Fahrzeit habe ich noch, bevor es zum Bußgeldtatbestand kommt. Steht ja drin, länger als 15 Minuten die Pause überschritten, die Lenkzeit überschritten. Und im Umkehrschluss folgt daraus ja, dass also bis 15 Minuten das Ganze nicht bußgeldbewehrt ist. Ich hoffe, es kommt jetzt noch ein Parkplatz. Oh, der LKW, der hinter mir war, wenn ich das jetzt so richtig abschätze, mehr als 1 Kilometer hinter mir. Ja, Sandy, alles klar. Herzlichen Dank für deine wunderbare Mitarbeit, trotz des Lurks. Und man sieht sich. Ja, tut mir ja nun leid. Homburg ist heute nicht drin. Hab mich dann anders entschieden. Ja, dir auch, Sandy. Und herzlichen Dank. Warst mal wieder echt auf Draht. Ich sag ja, was wäre ich ohne meine Mods? Ich doch die Hände am Lenkrad lassen muss. So, gleich kommt der Kreisel. Dann kommt dieses... Naja, wir werden es gleich sehen. Also es ist echt toll, da diese Strecke. Das erste Stück, bis es dann wieder Schnellstrecke wird. All my bags are Ja, packed interessant. and ready to go. Standing here outside the door. Hate to wake you up and say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. A taxi's waiting, he's blows horn. Already I'm so lonesome. Allerdings bei euch jetzt mit einem gewissen Versatz ankommt. Ja, das tut mir nun leid, aber So kiss me and smile for ich me. bin ja froh, dass es Tell me that you doch wait größtenteils einigermaßen gut gegangen ist hier auf der Hunsrück-Höhenstraße. Let me go. I'm leaving. Ist ja auch zu schön. Don't know Wow, guck when da mal I'll nach be rechts. back again. Guck da mal nach rechts. Oh, babe, Also, I hate to was da go. unten links, So many times I let you down. So das ist der many Blick nach times rechts. Ja, das ist eigentlich verkehrt, aber I tell you da now, stört es am wenigsten. they don't mean a thing. Oh, da ist ein Parkplatz, aber in der verkehrten Richtung. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come home, I bring your wedding ring. So kiss me So, and ab in smile Richtung for me. Lüttich-Trier. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. Da, wo der grüne LKW rauskommt, da müssen wir hin. On a jet plane, don't know when I'll be back again. Ups. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you.
kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come. Ja, das ist interessant hier. Have to leave alone about the time I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Und das bei Dunkelheit und Nebel. Oh, das macht Spaß. I'm leaving on a jet plane. Don't know Ist nicht allzu lang, also, back again. aber Oh, baby, das kann sich, wenn es dunkel ist und neblig ist, ganz schön ziehen. I'm leaving on a jet plane. Leaving on a jet Ja, ein kleiner Kamikaze-Flieger, der konnte doch gar nicht weit genug gucken. Amazing grace, how sweet Er hat aufgeholt, der LKW. Das heißt, er fährt also ein bisschen schneller. Schiete. Zu spät. Aber like me. ja, da wäre jetzt gerade eben eine Parkmöglichkeit gewesen. Oh ja. Once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas great Jetzt sind wir wirklich ganz oben. my heart. Auf 600 Meter. And grace my feet Gut, und das war's auch. Jetzt kommt dann wieder ausgebaute Strecke. how precious did Und mit einem Wahnsinnsblick geradeaus. Oh, the hour where I first believed. ja, jetzt muss ich noch 1 Kilometer mit diesem Tempo hier weiterfahren. Da kann ich wieder Gas geben. Ja, ich sag, das ist eigentlich der schönere Teil der Hunsrück-Höhenstraße. Und die Sonne kommt wieder. Trecker müssen hier rechts abbiegen. Jesus, bear the cross alone, and all the world go free. Naja, einigermaßen spielt das Netz ja mit. Now there's a cross. Da ist sie da hinten. Weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Da ist die Mosel. Hochbrücke. There's a cross for me. Da wollen wir drüber weg. Amazing Auch wenn wir jetzt in der verkehrten Richtung erstmal fahren. the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found.
Und zu viel versprochen? Der schönere Teil. Ah nee, ist eigentlich insgesamt sehr schön. I wanna be loved by a can-do man who always does the best he can. Who's in the know, who's in the flow. Let his feelings show. I wanna be loved by a can-do man. Not always Ja, vor uns ist wieder ein Funkmast. Ja, geht noch einigermaßen mit dem Netz. Ja, ist schade, dass ich da jetzt keine Kontrolle habe, dass ich dann nicht sehen kann, mit was für einem Netz wir dann unterwegs sind. Einzige, was ich sehe, ist, dass die Kamera mal wieder auf 7:30. Aber da wir hier sowieso oft auch mit dem LKW in Schieflage geraten, fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Nee, die hängt so ein bisschen runter. Wieder nicht genau mittig getroffen, den Magneten. Dann kriegt sie da auf der rechten Seite ein bisschen Übergewicht und kippt nach unten weg. Aber so schlimm ist es noch nicht. Wenn ich mir das Bild da angucke, das sieht eigentlich noch ziemlich normal aus. Sometimes I'm weak, sometimes I'm lost. Need someone to talk to, someone to know. I don't need a guru, it's not your task to answer questions I never asked. If you just hold me, be by my side, give me your attention. Also Mapfactor will mich anscheinend gar nicht I wanna be loved. über Luxemburg fahren lassen, sondern über Liège. Das wäre auch eine Möglichkeit. Garmin sagt weiter auf der A1. Mapfactor sagt ab in Richtung Liège. Das sind 436 Kilometer. Über Luxemburg ist genauso weit. Ja, wird dann muss ich mal gucken, wenn ich unter Umständen die Maut für Luxemburg sparen. Aber komme ich da direkt über die Grenze nach Belgien oder sind da noch durch die Niederlande? Dann muss ich doch noch. Dann müsste ich doch Maut bezahlen. Naja, bevor es soweit ist, mache ich ja noch Pause. Und das kann ich ja glücklicherweise online machen. Maut buchen. Making magic happen here beneath the heavens high. If you try hard to make your dream come true, someday some lucky stardust is gonna fall on you. Everybody wonders just when their time will come. Out of all the winners, who'll be the lucky one? Oh, it's written in the stars if you believe in what you do. Someday some lucky stardust is gonna fall on you. Was für ein Glück haben wir heute mit dem Wetter. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich bin wirklich richtig zufrieden mit dem, was wir heute zu sehen bekommen haben. Und was wir jetzt noch zu sehen bekommen. Schaut mal, was da auf uns zukommt. Also hier kann man tatsächlich am Freitag schon sehen, wer einen Sonntag besuchen kommt. Guckt euch das an. Ja, die Sicht könnte ruhig noch ein bisschen klarer sein, aber das ist Wahnsinn. If you believe with all your
someday some lucky stardust is gonna fall on you. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain. Ich habe ja jetzt ein tolles neues Schnittprogramm, das Open Source ist. Ja, auch das andere Schnittprogramm, das ich benutzt habe, Shoutout oder Shotout, war eigentlich auch schon recht gut, auch Open Source. Hat aber einen großen Nachteil, er kodiert das Material um. Ja, und erstmal dauert es sehr lange und dann ist das auch nicht das, was ich will. Möchte eigentlich, ja, ne? Das ist ja echt traumhaft. Möchte ja genau in der Qualität, in der ich das hier auf Festplatte aufzeichne, haben. Da habe ich jetzt also ein neues Programm, irgendwie Videocut oder so. Das wandelt nicht um, sondern schneidet einfach nur und speichert es dann im selben Format wieder ab. Ja, und damit werde ich diesen heutigen Stream unterteilen in mehrere Abschnitte und die dann so nacheinander bei YouTube aufladen. Denn das ist heute, hat sich wirklich gelohnt. Ja, und die Fahrt durch die Ardennen steht uns ja auch noch bevor. Da kommt das Moseltal. Und damit auch die Brücke. Aber jetzt müsstet ihr sie sehen können, die Brücke. Und das bei diesem Wetter. Ja, der Parkplatz ist für LKWs nicht erlaubt. Leider. Da hätte ich den Stream dann auch weiterlaufen lassen können, denn dann hätten wir einen Wahnsinnsausblick gehabt. Aber nein, der ist für LKWs nicht erlaubt. So, hoffe es ist nicht so windig. Bin nämlich leer. Nicht, dass ich hier von der Brücke geblasen werde. Das geht nämlich ganz schön tief runter da. Also nicht Mosel-Hochbrücke, sondern Hochmoselbrücke. Ja, trotz Brüstung sieht man, glaube ich, ein bisschen was. Ja, und ja, dürfen wir das als Tunnel bezeichnen? Kommt da jetzt unsere Tunnelfahrt? Ja, zumindest wird er als Tunnel angekündigt. Also Tunnelfahrt. Naja, denken wir uns unseren Teil.
Wittlicher Land. Ja, und die Aussichten sind noch nicht vorbei. Und wir sind auch sehr gut durchgekommen. Also ich denke mal, diesmal hat es sich wahrscheinlich tatsächlich gelohnt, die Abkürzung zu nehmen. Dass ich so gut durchkomme, habe ich eigentlich nicht mit gerechnet. So, gleich sind wir unten. Dann kommen wir wieder so in einen Bereich, wo in der Vergangenheit das Internet ziemlich mies war. Das Kreuz Wittlich. Vorher keine Parkmöglichkeit. Ich müsste mich ja jetzt entscheiden. Gehe ich nach Garmin oder gehe ich nach Mapfactor? Beide Strecken sind gleich weit, über Liège oder Luxemburg. Sehen, ob er reagiert. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem bei Mapfactor, dass es